Bei der jüngeren Generation ist das der Fall. Wenn ich hin und wieder ältere Trainer, Sportfunktionäre spreche, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass die noch viele Riten und Gewohnheiten aus dem DDR-Sport fortführen. Also die ehemaligen Sportlehrer des DTSB in Ostberlin, die treffen sich noch regelmäßig zu ihrem eigenen Sportabend, irgendwann mal im Monat, jeden dritten Freitag im Monat. Ähnlich wie sich Angehörige der Volksarmee irgendwo treffen in Veteranenvereinigungen. Das gibt es auch im Sport. Auch die hauptamtlichen DTSB-Mitarbeiter haben da ihre Kreise, wo sie sich nach wie vor treffen. Zeitweilig gibt es da auch Vereinigungen und so weiter. Also dieses Vereinsleben, Traditionen und Erinnerungen zu bewahren, das gibt es auch. Aber das ist meistens nicht in unserem demokratisch und, ich möchte mal sagen, liberalen Sinne. Die sprechen dann eher von der Vergangenheit und wie toll es in der DDR bei den deutschen Turn- und Sportfesten und den Spartakiaden war. Ja, die Kinder- und Jugendsportschulen wurden ja bekanntlich in den bundesdeutschen Sport integriert, ähnlich auch die Schule für Ballett und Artistik oder auch die Musik- oder naturwissenschaftlichen Schulen der DDR, die wurden ja nicht aufgelöst, die gibt es ja heute noch. Und für mich persönlich sind 2 Punkte bedauerlich, die ich auch selber nicht erreicht habe. Einmal diese 25.000 Schülerinnen und Schüler der ehemaligen Schulsportgruppen in Ostberlin, ich möchte mal sagen, an den Sport weiter zu binden und in das Vereinsleben zu überführen. Das ist nicht gelungen. Und das Zweite ist, wir hatten, es ist ja ein großes Thema heute der Gesundheitssport. Es gibt so ja ein ärztliches Rezept für Bewegung und die DDR hatte vorbildlich in ihren Bezirken, auch in Ostberlin, sogenannte Sportgesundheitszentren, wo also die Bürger sich sportärztlich beraten und auch untersuchen lassen konnten, wo ihnen dann quasi auch durch Ärzte Angebote gemacht wurden, wie es ich, zur Physiotherapie oder zur Rückengymnastik zu gehen. Diese Sportgesundheitszentren waren natürlich hochinteressant. Die hatten wir in Berlin-West nicht mehr, weil dort die sportärztliche Beratung irgendwann privatisiert wurde. Die wurde also auf die Ärzteschaft privatisiert und die ehemaligen städtischen Einrichtungen wurden aufgelöst. Und da hatten wir natürlich die Chance, das eventuell mit zu übernehmen. Aber durch die Doping-Diskussion, die hier den Sportmedizinischen Dienst der DDR sehr diskreditiert hatte, war keiner bereit, seine Stimme zu erheben beim Einigungsvertrag, diese Gesundheitszentren weiterzuführen. Also weder der Gesundheitsbereich noch der Sportbereich, noch der Wissenschaftsbereich waren bereit, die zu übernehmen und die sind dann sang- und klanglos verschwunden. Das haben wir damals bedauert und das war sicher ein Punkt, der in der DDR sehr interessant und wichtig war. Da waren sie also ganz weit vorn, wie Sie ja auch, sehr früh schon in den Kindergärten und Kindertagesstätten Sportangebote und Bewegungsangebote gemacht haben, was, ich möchte mal sagen, in der bundesdeutschen Sozialarbeit erst so in den 80er Jahren interessant wurde, weil man vorher immer an die Nazi-Vergangenheit gedacht hatte und kein Interesse hatte, den Sport ganz an erster Stelle zu fördern. Durch die Boulevardmedien ist natürlich in den letzten 30 Jahren immer wieder Doping, Staatssicherheit und Spitzensport der DDR ins Visier gekommen, im Mittelpunkt der Interessen. Und mein Wunsch wäre, dass man verstärkt auch untersucht, was in der DDR passiert ist im Kinder- und Jugendbereich, also angefangen in der Vorschulerziehung, über den Schulunterricht, über außerschulische Angebote im Sport und wie das Zusammenwirken da zwischen Pionieren, FDJ und DTSB war. Also das ist bisher zu kurz gekommen. Wir haben viele Bücher und Untersuchungen über den DTSB und den Spitzensport, aber ganz wenige wissenschaftliche Untersuchungen, die sich mit dem Kinder- und Jugendbereich beschäftigen.
Ja, es ist ein bisschen schwierig. Man muss natürlich auch sehen, dass viele Biografien ostdeutscher Sportler und Sportlerinnen, aber auch Funktionäre, nicht die friedliche Revolution sehr positiv überlebt haben. Dass sie also nur noch in Erinnerung da an den Sport denken und darauf zurückkommen. Und hier ist es, bei den Jüngeren sieht es natürlich ganz anders aus. So. Könnte man noch was zu sagen, aber die Biografien, das ist immer eine große Diskussion mit den Biografien. Ja, das ist alles weg. Alles Gute ist weg durch Doping und Staatssicherheit. Klar, ist alles eliminiert.